Herzlich willkommen zu Anlegen mit Weitblick im Juni mit unserem Chief Investment Officer Philipp Merkt. Ihr habt sicher auch schon davon gelesen, die Schweizer Nationalbank hat ihre Leitzinsen gehoben, und zwar um 0,5%. Jetzt, wenn ihr euch fragt, was das konkret auch für euch für Auswirkungen hat, seid ihr genau richtig, weil diese Fragen die beantworten wir heute. Ja, Philipp, zum Starten könntest du uns grob zusammenfassen, in welchen Bereichen die Zinserhöhung als Auswirkungen hat? Ja, gerne. Zuerst mal, wir erachten das als ganz wichtigen und richtigen Schritt zur Eindämmung der Inflation und auf dieser Seite zur hoffentlich gleich mal Beendigung des Negativzinsregimes. Ich sehe eigentlich 3 Punkte, die es Einfluss hat. Der erste ist offensichtlich, es gibt höhere Zinsen, da kommen wir dann noch drauf. Das Zweite ist, dass was man eigentlich damit erreichen will, dass die Inflation gedämpft wird. Und das Dritte ist, dass der Franken durch das stärker wird. Jetzt bei dem ersten Punkt der Zinsen würde ich gerne kurz nachhaken. Wir haben nämlich auch heute wieder eine Frage dabei von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Und zwar hat uns Daniela aus dem Kanton Zürich eine Frage gestellt. Sie steht im Moment vor einem schwierigen oder vor einem wichtigen Entscheid. Und zwar ihre Hypothek, die läuft nächstens aus. Und darum fragt sie uns heute, was jetzt sinnvoller ist, der Abschluss von einer kurzen oder von einer langfristigen Hypothek. Auf dieser Grafik hier sieht man die blaue Linie, das ist der langfristige Zins an 10-jährigen Eidgenossen-Obligation, dass das eigentlich schon vor ein paar Monaten hat steigen und jetzt sehr stark ist gestiegen. Ich würde damit eigentlich sagen, jetzt hat man auch den Zug verpasst. Also ich persönlich würde jetzt nicht mehr eine langfristige oder so eine langfristige Hypothek abschließen. Auf dieser Seite, wenn wir anschauen, der Saron, das ist der Nachfolger vom Libor und bildet die kurzfristigen Zinsen ab. Dort sieht man, dass das eigentlich immer noch tief ist. Man sieht aber auch den halben Prozentpunkt von der Nationalbank, was erhöht hat. Damit würde ich jetzt auch empfehlen, dass man im Moment in eine kurzfristige Hypothek geht, also eine Saron-Hypothek abschließt. Man sieht auf dieser Grafik auch, dass es noch sehr manche Zinsschritte wird brauchen, bis man auf dem Niveau ist von der langfristigen. Und was man auf dieser Grafik auch sieht, ist, wenn man das auf eine lange Frist durchzieht, eine Saron-Hypothek, dann fährt man tendenziell auch besser, weil der langfristige Zins ist bis auf ganz wenige Ausnahmen immer über dem kurzfristigen. Also wenn man genug Zeit hat, das durchziehen und auf dieser Seite auch gewisse Schwankungen aushalten, dann ist es gut, wenn man Saron-Hypothek langfristig durchzieht. Jetzt hast du eingangs so erwähnt, dass der Zinsschritt Auswirkungen auf den Schweizer Franken hat. Könntest du uns da noch kurz erläutern, was genau gemeint ist mit diesen Auswirkungen? Ja, der Schweizer Franken wird stärker, er ist gesuchter. Das bedeutet auch, dass man sich zum Beispiel jetzt gerade auf die Ferienzeit durchaus etwas mehr im Ausland kann kaufen kann. Das wäre für uns Konsumenten der positive Effekt, dass der Franken stärker wird. Also für die Konsumenten in der Schweiz eine positive Stimmung oder eine positive Lage im Moment. Ich nehme an, es sieht nicht überall so aus. Willst du da noch kurz sagen, wie es im Ausland der Fall ist im Moment? Ja, relativ gesehen geht es uns tatsächlich besser. Die EU hat fast 8% Inflation, die USA über 8% Inflation. Das FED, das ist die amerikanische Zentralbank, die hat reagiert, aber das hat sich auch noch nicht niedergeschlagen. Also die haben immer noch so eine hohe Inflation. Und wenn wir die Grafik hier anschauen, das ist die Konsumentenstimmung in den USA. Und die ist auf einem absoluten Tiefpunkt. Die Grafik geht gar nicht so weit. Man nimmt das seit 70 Jahren man das eruieren. Und das ist der tiefste Punkt seit 70 Jahren. Und die USA ist sehr stark abhängig, die Konjunktur in den USA vom Konsumenten. Also das baut darauf, dass die Leute kaufen und einkaufen. Also das bedeutet ganz bestimmt nichts Gutes für die amerikanische Wirtschaft. Und wie kann ich jetzt als weltweit investierte Anlegerin im Moment handeln? Oder auch anders gefragt, was unternimmt PostFinance aktuell in ihrem Vermögensverwaltungsmandat? Ja, wir gehen eben davon aus, dass sich die Konsumentenstimmung durchaus niederschlagen in der amerikanischen Wirtschaft. Wir haben die Aktienquote reduziert in den USA, gehen dort in ein leichtes Untergewicht. Und wenn wir es jetzt global anschauen, dann bedeutet das, dass wir in den Aktien insgesamt in ein sehr starkes Untergewicht hineingehen.
Bei den Obligationen bleiben wir in einem starken Untergewicht. Wir haben das letzte Mal erhöht, haben wir eigentlich auch richtig prognostiziert, dass man einen Zinsschritt machen wird und bleiben jetzt auch in diesem starken Untergewicht. Super, merci vielmals für deine Erklärungen, Philipp, und auch für deine Tipps. Und ja, wenn auch ihr Fragen habt zu Anlagenentscheiden, dann zögert nicht und meldet euch an die unten eingeblendete Mailadresse ask.cio@postfinanz.ch. Und bis dann alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick.